Many believe they are invincible. The men of the Wehrmacht. Es wurde uns eingebläut. Ihr seid die besten Soldaten der Welt und nach den vielen Erfolgen glaubten wir selber, wir sind die besten Soldaten der Welt. Then they invaded the Soviet Union. And everything changed. Ich bin nach 3/4 Jahren der letzte meiner Kompanie gewesen, die in Russland einmarschiert ist. Von 240 Mann. They were a shadow of their former selves. How did the wave of victories come to an end? What were the soldiers really thinking? Trent Park in England. Captured German officers have been held here in luxury since 1942. Believing they're unobserved, they speak freely. One topic dominates: the Russian campaign. The Russians have destroyed our aura of invincibility. We have sacrificed the flower of our nation's youth, and our best divisions are dead and buried. The English newspapers are right. They say we are suffering from delusions of grandeur. They say you are arseholes. You have become megalomaniacs. You have gambled everything on one card. And you have lost everything in Russia. And everything was going so well. It was all perfect. And then it went downhill because of bloody Russia. There were two people who didn't know that Russia gets cold in winter. One was Napoleon Bonaparte and the other was the Führer, our amateur strategist. Everyone else knew. The captive German officers don't realize the British Secret Service is listening to every word they say. Now the secret transcripts of those conversations have been released. Historian Sönke Neitzel has evaluated them. Never before and never again did the officers of the Wehrmacht speak so openly. Wie sie den Krieg wahrgenommen haben, wie sie das Scheitern des Russlandkrieges wahrgenommen haben, das ist hochspannend hier nachzuvollziehen. Und besonders interessant ist, dass sie ganz früh in Trent Park begonnen haben, alle Verantwortung von der Wehrmacht wegzuschieben und auf Hitler zu schieben. Hitler sollte der Schuldige sein. All the senior people who understood anything about it, whether they were economists or officers, they all advised against the attack on Russia. They said it just cannot work. You can't fight a blitzkrieg against Russia. Das sind natürlich Rechtfertigungsversuche in der Gefangenschaft, die diese Generäle hier vorgenommen haben. Wenn wir in andere Quellen schauen, dann erkennen wir ganz eindeutig, dass dieser Krieg in Russland auch und gerade der Krieg der deutschen Generalität gewesen ist und dass Hitler sie nicht in diesen Krieg treiben musste, dass sie selber diesen Krieg wollten, und zwar so, wie er geführt worden ist. The invasion of the Soviet Union is imminent. Operation Barbarossa. It's a fateful moment. That's clear to everyone. Hans Erdmann Schönbeck went straight from school into a panzer regiment. Manfred Gusovius was a 21-year-old tank commander. Wir hatten schon ein bisschen so das Gefühl, die Gardekavallerie moderner Art zu sein. Das wurde uns auch ein bisschen nahegelegt, nicht? Es war etwas nach dem Motto so ein bisschen, naja, wir waren schon etwas Besseres, nicht? This is the man who built up the Wehrmacht's panzer force, Heinz Guderian, no Nazi, but an ardent anti-communist and a battle-hardened commander. Er war immer vorne mit dabei und tauchte überall auf. Insofern war er geachtet, aber auch manchmal gefürchtet, weil er nämlich unverblümt auf die Finger klopfte. Guderian war für uns Panzersoldaten schlechthin das Idol.
Und das war ja nicht nur aus Dafke, weil wir ihn gerne mochten, sondern weil er uns, die Panzertruppe, ja ganz hervorragend mit blendender Taktik und schon blendender Strategie vorher geführt hatte. Und wir hatten unsere Erfolge ja durch Guderian. But the captured German generals at Trent Park see their illustrious colleague differently. I remember when Guderian heard about the Russian business for the first time. I was there. He said, "What? Another act of stupidity? Not that. Russia is so colossal. It just can't be done." 3 days before it began, Guderian came to see us. At that time, he believed in it himself. He said he had once been firmly against it, but now the orders had been issued. And he went wild with enthusiasm and almost believed what he said himself, even though his views were once the exact opposite. Im Casino-Gespräch war es offenbar gang und gäbe, hier auch Zweifel zu äußern am Gelingen der Operation, an den Vorbereitungen, im vertrauten Austausch mit den Kameraden. Aber wir dürfen diese Quelle auch nicht überinterpretieren. Guderian war als Antikommunist überzeugt vom Unternehmen Barbarossa. Er wollte diesen Krieg führen und er wollte ihn erfolgreich führen. Und wir wissen aus anderen Dokumenten, dass er im Juni 1941 auch daran glaubte, den Angriff auf Moskau, den er führen sollte, erfolgreich durchführen zu können. En route to Moscow, showing enthusiasm on demand, his soldiers called him Fast Heinz. Guderian hatte die richtige Taktik als Parole ausgegeben. Wir waren einfach schnell. Wir konnten bis zu 120, 150 Kilometer ohne Kampf natürlich am Takt zurücklegen und waren dadurch immer da, wo man uns nicht erwartet hatte. Wir waren beweglich und konnten uns miteinander unterhalten durch Kehlkopfmikrofone. Das war ein Riesenvorteil für die deutsche Panzerwaffe, weil wir ruckartig in andere Richtungen umdirigiert werden konnten. Und wir hatten auch den Befehl, wenn wir Widerstand gebrochen hatten, völlig unabhängig von der seitlichen Rechts- und Linksbedrohung tief in das Feindesland vorzustoßen. They were absolutely at their peak. I mean, they had prepared for this, thought about it. They had seen what worked well. And so this extraordinary combination of tanks, aircraft, armored vehicles and so on was virtually unstoppable. Don't do it small, do it big, was Guderian's motto. Break the Red Army's defenses with panzer vectors supported by artillery and the Air Force. Would Stalin give in? Would the Soviet colossus collapse, as the German strategists hoped? In the summer of 1941, the Wehrmacht went from one victory to the next. Sie bekamen kaum Zeit zum Nachdenken. Das erste Nachdenken passierte ungefähr 3 Wochen, nachdem wir immer nur vormarschiert sind, immer nur in Gefechte verwickelt waren. Und ich hatte einen Freund in der Kompanie und da haben wir darüber gesprochen. Was ist das? Wie ist das mit den Russen? Stimmt das, dass die in ein paar Wochen fertig sind? Und uns war klar, das stimmt nicht. Die Propaganda, von denen wir dieses und jenes hörten, stimmte nicht. Wir haben gesehen, wie zäh, unglaublich opferbereit der russische Soldat uns gegenüber war. Statistically, a soldier now had 2.5 years to live. But any day could be his last. Auf einmal kam der Ruf, Gruppe Fausten nach vorn. Und ich habe mich nicht gemeldet. Und mein Freund, der Eckhardt, rief, wir kommen. The order? To take out a pocket of resistance in a village. Wir lagen ungefähr 20 Meter davor, als wir eingedeckt wurden mit Handgranaten. Eine, die fiel neben dem Eckhardt und explodierte. Der schrie. Ein Mann
Der rechte MG-Schütze kam vorbei und sagte, ich bin verwundet und hatte die Hand nur noch an Fasern hängen und riss sich die Hand ab und sagte, ich muss zurück. Ich war allein dann übrig, der noch schießen konnte, als die Russen zum Gegenangriff antraten. Und ich konnte mich also gerade noch zwischen Russen durch nach rückwärts retten. Otto has to leave his friend Eckhard behind. Ich habe dann einen vollkommenen Zusammenbruch gehabt, denn vom Dorf her rief immer noch mein Freund Otto. Otto. Dann hat der Kompaniechef, der unser Verhältnis kannte, einen Schützenpanzer beordert, holt ihn raus. Die sind nach vorne gefahren. Nach 10 Minuten kam nur noch der Unteroffizier, der Sanitäter, sagt, der Wagen ist hin, die übrigen sind tot. Costly victories. Almost 60,000 German soldiers are killed in only 6 weeks, and the end of the campaign is not in sight. Die Verlustzahlen waren wesentlich höher als angenommen. Die Verschusszahlen der Munition waren wesentlich größer. Der Verschleiß an Ausstattung, an Ausrüstung, an Waffen war wesentlich größer. Und all das brachte die Ausgangsdaten, widerlegte die Ausgangsdaten und brachte darum das gesamte System eigentlich zum Einsturz. What to do now? Guderian and the Army High Command want to concentrate everything on Moscow. But Hitler decides differently. Die Generalität war erzogen in der traditionellen Vorstellung, man entscheidet einen Krieg, indem man die Hauptstadt des Feindes erobert und vorher eine Entscheidungsschlacht schlägt, in der die feindliche Armee besiegt wird. Hitler hatte im Vergleich dazu eigentlich das modernere Kriegsbild. Er wusste, dass ein moderner, industrialisierter Krieg nicht allein auf den Schlachtfeldern entschieden wird, sondern in den Produktionsstätten. Und darum war das Entscheidende, dass diese Produktionsstätten erobert würden und der Sowjetunion die Fähigkeit zur weiteren Kriegführung entzogen würde. Thus, Guderian has to turn his panzer divisions south towards the Ukraine, the Soviet Union's breadbasket and source of raw materials. Behind Kiev, the Wehrmacht traps several Soviet armies in the middle of August 1941. The fighting lasts 3 weeks. Then the victory of the Wehrmacht is complete. One more victory. Wenn es dann hieß, wir haben es geschafft, das war eine unerhörte Erlösung innerlich. Für mich war überwältigend, diese Gefangenenschlangen an uns vorbeiziehen zu sehen. Das hat mich unerhört beeindruckt. Mit dem Gefühl, das möchtest du selber nie erleben müssen. Und auch mit dem Gefühl, die armen Kerle. But for the Wehrmacht's leadership, Red Army troops deserved no respect as fellow soldiers. It was racist mania. Die Russen merkten, dass sie von deutscher Seite als minderwertig und also als nicht menschlich behandelt wurden. Das kann ich. Wenn ich das leugnen würde, würde ich lügen. The officers in Trent Park speak quite openly about the treatment of Russian prisoners. The return transports of the Russians after the encirclement battles were ghastly. They really were ghastly. I saw one of those transports. At the stations, the Russians peered out of those small hatches and screamed, "Bread, God will bless you." Then children arrived and brought pumpkins. The pumpkins were thrown into the carriages, and all you could hear were thudding and stumbling sounds and incredible screams. They were probably killing each other. I couldn't take it, and I asked the staff sergeant, "Have you nothing they can eat?" He replied, "Herr Oberstleutnant, where is it supposed to come from? We have nothing prepared." No, really. These are unimaginable atrocities. Some of the prisoners were even taken back on foot.
I drove along that road many times. The ditches were full of Russians that shot. It was dreadful. We will be referred to as the Hun forever now. It makes you feel ashamed. Nie vorher und nie nachher haben sich deutsche Generäle so reflektiert, so offen, so kritisch über die Massenverbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen geäußert. Und das Besondere ist ja, dass sie ganz klar Ross und Reiter benennen. Sie sagen, die Wehrmacht ist schuld an diesen Verbrechen. Es war die Verantwortung der Wehrmacht. At least 2.5 million die. Most from hunger or illness. The Wehrmacht takes almost 3.5 million prisoners by the fall of 1941. Hitler believes the Soviet Union is on the brink of collapse. The initial German campaign, of course, took a huge quantity of the Soviet resources. It took around about 60 million of its population and around about 2/3 of its industrial and raw material capacity. The Red Army had suffered exceptional degree of damage. Most states would have given up, and I think that Hitler's view was not an irrational one. I mean, I think what he had underestimated was simply the sheer unwillingness of the Soviet people and the Soviet regime to abandon the conflict. It is fall when the Wehrmacht again takes up the postponed attack on Moscow. According to the Blitzkrieg plan, the campaign should already be over. Now, the roads turn to mud. Es sind uns schon Gedanken gekommen, verdammt nochmal, wie soll es denn weitergehen, wenn es weiter so regnet? Aber auf der anderen Seite war das Ziel Moskau ganz klar. Das müssen wir erreichen, das wäre ja noch schöner. Tracked vehicles can still advance, but the Wehrmacht does not consist of tanks alone. Most of it is infantry, hardly more mechanized than their fathers were in World War I. And most of the artillery is pulled by horses, just as in the Kaiser's army. Karl Gottfried Vierkorn is a 20-year-old gunner. Die armen Viecher, die am wenigsten für den Krieg konnten, am geduldigsten waren, die mussten am meisten leiden. Und unsere Veterinäre, die rasten nur auf den riesenlangen Marschkolonnen auf und ab, immer mit einer Spritze in der Hand, um die niedergefallenen Pferde wieder aufzukriegen. Es war furchtbar. The Russian winter comes earlier than usual in 1941. And it's colder. Da funktionierten keine Waffen mehr. Die russischen Kalaschnikows gingen alle. Die russischen Geschütze schossen, die Motoren sprangen an von ihren LKWs und bei uns nichts. Wir waren auf diese Kälte gerade nicht eingestellt. Caught unprepared, at temperatures down to -40°C. Ich habe im Frost, in dem furchtbaren Winter, eine Geschützbesatzung gesehen. Die war erstarrt in der Position, mit der sie geschossen hatte. Die knieten hinter der Kanone, 3, 4 Mann, zu Eisklumpen erstarrt. The Wehrmacht are losing more people through frostbite than through enemy action. Nothing works anymore. In Trent Park in England, the captured generals shudder when they think back to those weeks in the Russian winter of 1941. Our comrades in Russia. I don't think there can be a single family that isn't suffering terrible pain. The wounded were packed into freight wagons on bales of straw. The next day, they'd all frozen to death. Dead? Dead. Because none of the wagons were heated. There was absolutely no clothing either. The tank personnel were all wearing their civilian shoes. We took the felt boots off of every dead Russian, took off their clothes. They were cleaned a little and handed out again.
The army has to rob the corpses of the enemy because their own leadership have not supplied them with winter equipment in time. A disaster for which the Wehrmacht itself, not Hitler, is responsible. Für den Fall eines Scheiterns der Blitzkriegsstrategie gab es keinen Plan B. Die Blitzkriegsstrategie musste funktionieren oder der deutschen Kriegführung war ihre strategische Grundlage entzogen. Und dieser Umstand macht das Scheitern des Blitzkrieges im Herbst 1941 zu einer solchen, aus Sicht der deutschen Kriegführung, zu einer solchen Katastrophe. The soldiers are no longer confident of victory. All they can do is brood silently. Die Nächte waren das Schlimmste, die Zeit verging nicht. Dann stoßt man den Nachbarn und sagt, bist du überhaupt noch da? Bin ich noch da oder was? Es war furchtbar. Die Läuse kratzten uns. Je näher sie ans Feuer kamen, umso lebendiger wurden die. Denn wir hatten ja alle Läuse, wir konnten sie ja wochenlang nicht waschen. Und so weiter und so weiter. The only bright spot was the mail from home. Ich bekam Post und dann war eine Karte drin meiner Mutter mit guten Wünschen für das neue Jahr und für Weihnachten. Und ein Marmorkuchen, mein Lieblingskuchen. Also alles Dinge, die Nahrung für Körper und Seele waren. Und von den paar Süßigkeiten, die drin waren, habe ich alles verteilt an die Leute. Dann haben wir jedes Wort meiner Mutter auf der Karte vorgelesen. Und da war alles mucksmäuschenstill. Dass es außerhalb dieser furchtbaren Katastrophe, von der sich kein Mensch vorher ein Bild machen konnte, noch etwas auf der Welt gab. Gibt es noch Weihnachten? Gibt es noch einen Tannenbaum? Gibt es noch eine Bescherung? Gibt es noch eine Christmette? Gab es das alles mal auf der Welt? Oder ist das bloß eine Illusion, die wir noch haben? So etwa. The goal was so close, and yet so far away. Da habe ich plötzlich in der Morgensonne durchs Scherenfernrohr die goldenen Türme des Kremls gesehen. Die haben da so aufgeleuchtet und geblitzt. Das war ein fantastisches Bild. Und vor allen Dingen, das hat einem das Gefühl gegeben, Mensch, du bist unmittelbar davor. Menschenskinder, wir haben es nicht mehr weiter oder so ähnlich nicht. Tja, und das war es dann auch. December the 5th, 1941. The Panzer Vanguard of the Wehrmacht is poised to enter Moscow. Wir sind dann bis 10 oder 12 Kilometer von Moskau rangekommen. Da musste ich mein Fahrzeug sprengen und von da aus ging es zu Fuß zurück. The Soviet counterattack. Fresh, rested ski divisions that Stalin has transferred from Siberia to defend Moscow. Es gab nur noch eins, Flucht nach links, weg von der Straße, durch den hohen Schnee und von hinten die Skiläufer, die Panzer. Wir sind gelaufen. Und dabei habe ich die 08 rausgezogen und habe gedacht, wenn du jetzt verwundet wirst, dann ziehst du sofort die Pistole und hältst sie dir am Kopf. Es sind mehrere hinter mir liegen geblieben. Die wurden mit Bajonett umgebracht. Die sind vielleicht 15, 20 Mann gewesen, die den Waldrand erreicht haben von den 300. The Wehrmacht has suffered its first defeat. The dream of a quick victory is gone. Dass wir Moskau nicht einnehmen konnten, war eine Riesenenttäuschung. Für den Ehrgeiz der Truppe, unter dem Motto, das schaffen wir schon, aber das hatten wir eben nicht geschafft. Das gab es bis dahin ja fast für eine Panzerdivision nicht. Und das machte selbstverständlich nachdenklich.
Hitler gives the order: stand firm at any cost. No retreat. He himself takes over command of the army, dismissing all the top generals. Even Panzer General Heinz Guderian, he had dared to move his units back a little against Hitler's orders. And for that he has to go. His men can't believe it. Man sagte, wie kann man einen solchen Fachmann wegen kaum nachvollziehbarer Gründe, wie kann man so einen ablehnen? Also das war schon ein Schlag gegen die traditions- und selbstbewussten Panzerleute. Ne? Das hat uns nicht gefallen. A year later, the circumstances of Guderian's dismissal still anger his comrades in captivity in England. Actually, Guderian is a decent man. I have known him since he was a captain. But he allowed Hitler to treat him like a snotty child. Hitler gave him a bollocking and threw him out. Guderian asked for a review. He told me this himself, but he was turned down. At home in Berlin, he was a non-entity. He said to me, I'm ashamed to go to the barbers because they will ask me, what are you doing here? Does Hitler often visit the troops in the East? Never. They haven't been able to get him to visit the army groups in ages. Only in an absolute emergency. He stays at home and locks himself in. Absolute tyrannical lunacy. After the Moscow crisis, Hitler increasingly makes decisions on his own, but the generals obey. Later, they will say Hitler threw away victory by delaying the march on Moscow. After the war, many of the generals had this obsession, I think, with capturing Moscow. Now, although Moscow had real symbolic significance, I'm not entirely convinced that the capture of Moscow itself would have led to the end of Red Army resistance, any more than Napoleon's capture of Moscow allowed the Grand Army to defeat Russia. February 1942. The Wehrmacht is on the defensive for the first time, and it gets a taste of its own medicine. At Demyansk, near Lake Ilmen, 6 German divisions are trapped by the Red Army. 95,000 German soldiers are cut off. They can only be supplied by air. Defeat is only a matter of time. Outside this pocket, 35 kilometers away from the trapped army, General Walter von Seydlitz-Kurzbach arrives. He has instructions to break through the Russian siege line. Joachim Sandau was with him. General von Seydlitz ist grundsätzlich mit einem Karabiner unterwegs gewesen. Das heißt also, das war für einen General ja eine ganz eigenartige Geschichte. Ein General kam nicht mit einem Karabiner an. Der ja. Wenn einer einen Karabiner umhängt als General, ja, dann hat er schon gewonnen bei den Lansern. Ja? So war's doch. Walter von Seydlitz, a general without vanity. Er hatte wirklich für jeden Einzelnen, ob es nur Offizier, Unteroffizier oder der einfache Pionier oder Jäger gewesen ist, ein offenes Wort gehabt. He came from one of the most prestigious Prussian military families. His daughter Ingrid remembers. Er war immer sehr, sehr liebenswürdig. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen dem Postboten und dem Grafen so und so. Das lag ihm nicht. Er hatte allerdings ein starkes Pflichtgefühl. Das habe ich auch als Kind gemerkt. Und dass man auch, wenn man aus so einem alten Adelsgeschlecht kommt, dass man auch ziemlich viel Verantwortung eigentlich trägt und dass man der auch gerecht werden muss. So ist er eigentlich aufgewachsen. Noblesse oblige. It was no empty phrase for Seydlitz. Heinrich Graf von Einsiedel got to know him in 1943.
Seydels war ein tapferer, aufrechter, klar denkender Soldat. In militärischen Dingen klar denkender Soldat, politisch vollkommen ungebildet. Seydels hat zu mir selber gesagt, mir war an Hitler nichts aufgefallen als schlecht sitzende Uniformen und schlechte Tischmanieren. Seydlitz will be one of the few Wehrmacht generals to openly oppose Hitler. But it hasn't come to that yet. On March the 20th, 1942, he orders the attack on the Soviet positions near Demyansk. Four weeks later, the assault troops have fought their way to the trapped army. Es war ja so, dass rings um die Stelle, wo gekämpft wurde, wo wir angegriffen haben, dass da überhaupt kein Ort mehr gestanden ist. Es war mehrmals hin und her gegangen vorher und da ist natürlich nichts übrig geblieben. The supply lines to the units at Demyansk are open again. And Walter von Seydlitz is the hero of the day. Das war für Seydlitz natürlich ein ganz großer operativer Erfolg, zweifelsohne. Aber er hat sich durchaus fatal ausgewirkt, weil man im Oberkommando der Wehrmacht, im Oberkommando des Heeres nun glaubte, auch eine größere Armeegruppe aus der Luft versorgen zu können. Und dieser Glaube, dieser Irrglaube, der sollte sich 1942 noch fatal auswirken. Spring 1942. More and more fresh Wehrmacht units arrive in Russia. But this picture is deceptive. Im Juni 1941 galten rund 2/3 aller Divisionen als, wie es damals hieß, voll angriffsfähig. Im März 1942 waren es gerade noch 5%. Wir sehen daran, dass dieses Heer, das damals im Juni 1941 zum Angriff angetreten war, im Grunde nicht mehr bestand. By March 1942, the Wehrmacht has lost 1 million men. They're especially short of frontline officers. Da hat mich der damalige Kompaniechef zu sich kommen lassen und hat gesagt, also wenn Sie sich bewähren, können Sie Offiziersanwärter werden. Ich habe das dann in meinem Fahrzeug mitgeteilt, worauf unser Fahrer einen Schreianfall bekam und sagt, wir fahren von Deutschland an bis hier oben hin und jetzt kommst du und erklärst, jetzt müssen wir uns bewähren. Die normale Laufzeit in Russland eines Panzergrenadierleutnants waren 11 Tage. Dann war er weg. Most of the companies are led by corporals and sergeants. You have to look at it soberly. We are losing too many men in these battles. They waste too many lives and too much blood. There's nobody left. In the Russian offensive of the last war, I only had to replace my officers' corps once. The enemy's strength increases from month to month, while ours declines. As early as January, the ammunition supply was suspended. In January, in the midst of the fighting, they stopped sending us ammunition. I had a mortar battery and didn't fire a single shot for weeks. For weeks. Not days. Yep. You can't load cannons with philosophy. Nevertheless, Hitler expects the Wehrmacht to win 2 more victories. 1, to seize the Russian oil reserves on the Black Sea, and 2, to capture the city of Stalingrad. At the same time. Operativ war diese Entscheidung eine Katastrophe. Sie bedeutete die Halbierung der Angriffskraft und machte darum das Scheitern in jedem Falle vor Stalingrad wie im Kaukasus eigentlich wahrscheinlicher. November 1942. Most of Stalingrad has been occupied by the Wehrmacht. The Red Army begins another counter-offensive.
Now the Soviets have mastered the very tactics that dealt them such devastating defeats at the beginning of the campaign. The Red Army learnt lessons from the Wehrmacht, and they learnt how to fight the same way that the Germans fought. The great irony, I think, of this is that the Wehrmacht, in fact, were the teachers for the Red Army that eventually defeated them. November the 22nd, 1942, the Red Army has completely surrounded the German soldiers at Stalingrad. Da standen Flakbatterien und ich habe die gesehen durchs Glas und denke, da fährst du hin. Und da kam einer schon mir entgegen, Gottes Willen, Mensch, fahr da nicht hin. 8, ja, die sind deutsch, aber die Besatzung ist schon russisch. Was? Da waren die schon hinten rum und da war mir klar, so, jetzt ist die Bude zu. Cut off, even General Seydlitz. Hitler had ordered the soldiers in Stalingrad to dig in and hold fast, like in Demyansk. But Seydlitz knows perfectly well Stalingrad is not Demyansk. You can't supply more than 200,000 men from the air. So he decides to take an unprecedented step. He writes a memo to his superiors. Es galt noch ein letztes Mal klarzumachen, dass unser Heil nur im sofortigen Ausbruch liegen könne. Und wenn es sein müsse, gegen Hitler. Am Schluss unserer Denkschrift forderten wir die Armee auf, sich die Handlungsfreiheit selbst zu nehmen, falls der Befehl zur Einigelung nicht aufgehoben würde. Es galt zu handeln, verantwortlich alleine dem Gewissen und dem deutschen Volke. This was unheard of. A Prussian general calling for disobedience against the supreme commander, out of a sense of duty to his own soldiers. Bismarck hat mal gesagt, der preußische Offizier geht ohne zu zögern auf dem Schlachtfeld in den Tod. Aber wenn er eine Entscheidung treffen soll, die also eine Verantwortung für längere Zeit bedeutet, so weiter, dann fehlt es ihm an Zivilcourage gegenüber seinen Vorgesetzten. Und genau diese Zivilcourage hat Seydlitz bewiesen. Seydlitz was the only one. The other generals follow orders against their better judgment. They promise Hitler they'll break through the Soviet encirclement from the outside. They fail. Wir hörten in diesen kalten Nächten, das war es ja auch wieder so kalt, wenn auch nicht 40 Grad, den Gefechtslärm näher kommen. Und vom Weihnachtsabend an entfernte der sich wieder. Da wussten wir natürlich genau, was los war. Und wussten dann auch, wir hatten auszuhalten. Bis zur letzten Patrone, das war uns bekannt. The news from Russia also reaches the generals at Trent Park in England. They realize what it means. If what the newspapers say is correct, then we lose the Volga, then we lose Stalingrad. We must win the war, otherwise it's finis Germaniae. It has to work out all right, otherwise it will be the end of Germany for centuries. That's right. Have hundreds of thousands of people died in vain again? It's unthinkable. Stand firm at all costs. The soldiers at Stalingrad fight on with no hope of rescue. Too much has already happened in this war. Man kämpfte weiter aus Angst vorm Russen. Wir wussten sehr genau, wenn wir überlaufen und wenn wir aufhören, geht es uns nicht besser, als wenn wir noch bis zu Ende kämpfen. On January the 9th, 1943, Walter von Seydlitz wrote to his wife. My dear heart, a picture of you and the children is on my desk, where I can always see you. And that helps me to deal with things which I might otherwise despair over. Farewell. Our future is dark. You are my only light in these times. Er hat wirklich nur damit gerechnet, dass er stirbt zum Schluss.
Also nicht, dass er Selbstmord machen. So jemand war er überhaupt nicht. Das hätte sein Verantwortungsgefühl auch nicht zugelassen. Er war ein sehr aufrechter Mensch, der sich selber immer irgendwie sehr treu geblieben ist. Also das finde ich im Nachhinein auch so, ja, das finde ich total liebenswert und anerkennenswert. Das rührt mich auch sehr. It will be nearly 13 years before Ingrid von Seydlitz sees her father again, back from Russian captivity. A man whom many reactionary Germans still revile as a traitor. Stalingrad, the end of January 1943. Ich wurde dadurch auf den Rücken geworfen und als ich mich wieder umdrehte, sah ich mein eigenes Blut. Es war ein bisschen hell und dann dachte ich, verdammt, die Lunge. Da kam mein Showmeister zu mir, nahm meine Hand, drückte mir die Pistole in die Hand und sagte, Herr Leutnant, in einer Stunde oder ganz bald oder irgendwann kommt der Russe. Wir können Sie ja nicht mitnehmen. The wound probably saves Hans Erdmann Schönbeck's life. He's evacuated from Stalingrad on one of the last planes. Die Pistole und der Showmeister sind im Kessel geblieben. It's the end. On February the 2nd, 1943, the remains of the 6th Army surrender. Offen gesagt, in meinem Verstand war eigentlich null. Ich habe nur gesehen, dass ich jetzt nicht von irgendeinem wieder einen bewachen umgebracht werde. Für mich war das Signal zu sagen, jetzt versuche ich auf jede mögliche anständige Weise durchzukommen, um zu überleben. Noch nicht mal, um nach Hause zu kommen, nur zu überleben. What awaits these men? 91,000 German soldiers are taken prisoner in Stalingrad. Only 6,000 will make it home. One of them is Manfred Gusovius, after more than 10 years of war and captivity. Das russische Wort Судьба. Судьба heißt so viel wie Schicksal. Das hat für mich eine ganz wesentlich nachvollziehbare Bedeutung, als ich es früher so dahingesagt habe, nicht? Stalingrad. It was more than just the end of an army. Es gab nach Stalingrad keine deutsche Strategie mehr. Es galt nur noch, Zeit zu gewinnen, dem Regime letzte Atempausen zu geben vor dem endgültigen Zusammenbruch. Und dieser Prozess zog sich dann über 2 Jahre hin und forderte etwa das Doppelte an Opfern, wie der Krieg bis 1943 gefordert hatte. The Wehrmacht fights on. For most, the question of whether to give up or even change sides does not arise. Ich war deutscher Offizier. Ich hätte es nicht geschafft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heinz Otto Fausten is wounded in 1943 and loses a leg. For the fatherland. For the Führer. Ich hatte Verbandswechsel. Das war so unglaublich schmerzhaft. War nur auszuhalten. Die Schwester machte das, indem ich gegenüber an der Wand Postkarten groß das Bild vom Adolf hatte. Und dann habe ich die Hand ausgestreckt und habe gerufen, Heil, du Schwein. Summer 1943. Near Kursk, the Wehrmacht panzers advance again. In vain. The hunters have finally become the hunted.
The Wehrmacht lost the initiative. They'd held the initiative for 2 years. They've been able to decide where to go, what to do, which operations to mount. But from the summer of 1943 onwards, the initiative lay with the Red Army. Meanwhile, in Trent Park, our situation is hopeless. Doesn't matter where we attack. We cannot advance. We can achieve nothing. We no longer have the human materials we had at the beginning of the offensive. What is lost cannot be replaced. Das Erstaunliche ist, dass einige von Ihnen ja schon 1943 erkennen, dieser Krieg ist verloren. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Die meisten sagen, Hitler ist schuld an dem Kriegsausgang. Andere Generäle sind schuld an dem Kriegsausgang. Ich selber nicht. Und es sind nur ganz, ganz wenige, die es schaffen, diese Hürde zu überspringen und zu sagen, nein, ich selber bin mit dafür verantwortlich für all das, was im deutschen Namen geschehen ist. One of the few is Walter von Seydlitz. While a prisoner of war in Russia, he completely breaks with Hitler. In the League of German Officers organized by the Russians, he calls on his Wehrmacht comrades to overthrow the Nazi regime. Aus der bitteren Erkenntnis von Stalingrad soll die rettende Tat hervorgehen. Tut das Notwendige, damit es nicht ohne euch oder gar gegen euch geschehe. Seydlitz remains who he is, a conservative patriot. He refuses to cooperate with Stalin. Hitler sentences him to death in absentia. Wir waren uns auch bewusst, dass wir Verräter am Hitler-Regime waren, aber wir sind nach wie vor stolz darauf, denn unser ganzes Streben war ja, den Selbstmord des Deutschen Reiches zu verhindern und diese fürchterliche Katastrophe über Deutschland hereingebrochen war schon, also möglichst abzukürzen. Heinz Guderian, the Panzer strategist, was at the opposite end of the spectrum. Hitler called him back into service in 1943, first as inspector of panzer troops and then chief of the general staff. After the war, he became a consultant for the formation of the new West German army. Karl Gottfried Vierkorn also had an invitation to join the new German army, but he preferred a civilian career. Heinz Otto Fausten studied art after the war. He became a teacher and a headmaster. After 1945, Hans Erdmann Schönbeck worked in the car industry. They're still haunted by their war experiences. Der Krieg kommt immer hoch, wenn sie schlafen. Sie träumen. Sie träumen, sie müssen angreifen. Und sie hören das Rasseln der Panzerketten. Und sie spüren die Angst.